liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interaktivistinnen und Interaktivisten, liebe Unterstützerinnen und Unterstützerinnen, alle, die jetzt hier zu unserer Demonstration und Kundgebung erschienen sind. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Worldwide Day of Genital Autonomy 2018. Yay! Mein Name ist Gislinde Naui, ich vertrete heute die Frauenrechtsorganisation Terre de Femmes und heiße euch alle willkommen im Namen des gesamten Organisationsteams und aller Unterstützerinnen und Unterstützer. Und jetzt möchte ich auch diese Minute nutzen, mich bei der großartigen Technik hier zu bedanken. Ich würde nicht vor so einem Banner stehen, ich hätte nicht dieses wundervolle Mikrofon und wir hätten hinterher keine so tollen Videos im Internet, wenn es Christoph Papst und Stefan Schritt nicht gäbe. Einen Riesenapplaus für die zwei. Ja, dann darf ich hier noch ankündigen, dass wir heute nicht die einzige Aktion sind zum Worldwide Day, denn wir sind ja ein Worldwide Day. Ich habe gehört, es gibt heute auch eine Demonstration, eine Aktion in San Francisco. Und es gibt jetzt neuerdings auch in Israel einen neuen Tag, einen Bewusstseinstag für die Beschneidung in Israel, die also heute auch mit Informationsaktionen extra das auf diesen Tag gelegt haben, um eben auch vor Ort in Israel mit uns gemeinsam und am selben Tag eben zu informieren und weiter aufzuklären. Das finde ich ganz großartig. Ja, 7. Mai. Wir feiern heute den 6. Jahrestag des Kölner Urteils. Vor genau 6 Jahren wurde hier in dieser Stadt Köln ein großer Meilenstein für Kinderrechte gesetzt, in dem nämlich die rituelle Beschneidung eines Jungen als Körperverletzung deklariert wurde. Und dieses Urteil hat in Deutschland und in einigen anderen europäischen Ländern eine große Debatte losgetreten, die eigentlich schon längst überfällig war. Eine Debatte, wie es sie in den USA schon seit einigen Jahrzehnten gibt. Die Debatte nämlich, ob es denn abgesehen von einer wirklichen medizinischen Indikation noch irgendeinen anderen Grund geben darf, dass irgendjemand das Genital eines Kindes verletzt. Weil die traurige Realität ist ja, dass Eingriffe in die genitale Selbstbestimmung leider noch sehr oft passieren. Also weltweit sind mindestens 200 Millionen Frauen und Mädchen davon betroffen. Es ist etwa jeder 3. Mann weltweit. Und bei den sogenannten geschlechtsangleichenden Operationen von intersexuell geborenen Menschen sind es natürlich noch mal deutlich mehr prozentual gesehen. Die Begründung für alle diese Eingriffe sind, wie wir wissen, sehr unterschiedlich. Und sie haben aber eines gemeinsam. Nämlich an einem einwilligungsfähigen und wehrlosen Kind oder Jugendlichen ausgeführt, sind sie in jedem Fall immer eine Verletzung von Menschenrechten und eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit, die eigentlich durch die Menschenrechte garantiert sein sollte. Unsere Bundesregierung in Deutschland hat sich dann leider 2012 dafür entschieden, solche Genitalverstümmelungen an Jungs zu legalisieren. 2013 wurde Genitalverstümmelung an Mädchen unter Strafe gestellt und geschlechtsangleichende Operationen sind im Grunde immer noch legal in Deutschland. Und das bedeutet, dass hier die Gleichberechtigung der Geschlechter natürlich komplett unterlaufen wird, weshalb dieses gesamte gesetzliche Konstrukt eigentlich auf sehr wackeligen Füßen steht. Und deshalb werden leider auch immer wieder mehr Stimmen laut, die sagen, naja, dann sollten wir vielleicht so gewisse Praktiken vielleicht einfach an allen Kindern erlauben. Ja, das zeigt, wir haben also mit dieser Bewegung, die seit 2012 aktiv ist, noch sehr viel zu tun, auch in Deutschland und von anderen Gebieten der Erde gar nicht erst zu reden. Jetzt soll der 7. Mai aber natürlich kein Tag resignierter Seufzer sein, sondern es ist ja ein Feiertag für uns. Wir sehen uns jetzt hier alle gemeinsam über kulturelle, traditionelle, sprachliche, religiöse Geschlechtergrenzen hinweg, kommen wir jedes Jahr am 7. Mai hier wieder alle zusammen, um gemeinsam für dieses eine Ziel, Kinderrechte und Menschenrechte für alle einzustehen. Und ich finde, das ist eigentlich ein Tag sehr großer Freude. Und um jetzt nochmal wirklich zu demonstrieren, wie interkulturell und international diese Bewegung schon geworden ist, werde ich jetzt mal sämtliche Organisationen und Vereine nennen, die den heutigen Tag unterstützen. Es sind sogar einige wieder noch dazugekommen seit dem letzten Jahr. Wir haben viele neue dabei. Ich lese jetzt mal vor. Und zwar erstmal die, die alle schon auf dem Flyer stehen und danach die, die noch dazugekommen sind. Also, heute sind dabei die Aktion Regen, Verein für Entwicklungszusammenarbeit in Österreich. Attorneys for the Rights of the Child, USA.
Australasian Institute for Genital Autonomy aus Australien, Bay Area Activists, USA, Beschneidungsforum.de, das Forum zum Thema Beschneidung aus Deutschland, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, BVKJ Deutschland, die Bundesarbeitsgemeinschaft Säkulare Grüne in Deutschland, Canadian Foreskin Awareness Project Kanada, Children's Health and Human Rights Partnership Kanada, Deutsches Kinderbulletin, jedem Kind eine Chance, politische Kindermedizin in Deutschland, Doctors Opposing Circumcision, Physicians for Genital Integrity, Seattle, USA, Droit au Corps aus Frankreich, Facharbeitskreis Beschneidungsbetroffener Emojis e.V., eine Stimme für Betroffene aus Deutschland, Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse, Deutschland, Genital Autonomy Großbritannien, Genital Autonomy Amerika, Giordano Bruno Stiftung Deutschland, GSSG, Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit in Deutschland, Intakt, Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V., Deutschland, IPKA, Internationaler Bund der konfessionslosen Atheisten, die Ibn Rushd Goethe-Moschee aus Deutschland zum ersten Mal dabei, Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen e.V., Intakt Afrika aus Afrika, Intakt Amerika, USA, Intakt Dänemark aus Dänemark, Intakt Kenia aus Kenia, Intakt Switzerland, Schweiz, Intaction aus den USA, Intaktiv e.V., eine Stimme für genitale Selbstbestimmung aus Deutschland, Jews Against Circumcision USA, Krahal Israel, Lesanne e.V. Deutschland, Männer gegen Männergewalt e.V., Men Do Complain Großbritannien, Mogis e.V., eine Stimme für Betroffene, Norm UK, 15 Square Großbritannien, Partei der Humanisten in Deutschland, Piratenpartei Deutschland, Pro Familia Nordrhein-Westfalen, Pro Kinderrechte Schweiz, Projekt 100% Mensch, Protect the Child aus Israel, Säkulare Flüchtlingshilfe e.V. Deutschland, Sexpo aus Finnland, Tabu International e.V. gegen Genitalverstümmelung für Frauen- und Kinderrechte, Terre de Femmes, Menschenrechte für die Frau e.V., The VMMC Experience Project Kenia und Uganda, Verband medizinischer Fachberufe e.V. Deutschland, Wadi e.V. Deutschland, Your Whole Baby USA und der Zentralrat der Ex-Muslime. Moment, es geht weiter. Noch kurzfristig dazugekommen. Ben Shalem aus Israel, Hennamond e.V. Mutrat Lebenshilfe aus Deutschland, Väter Aufbruch für Kinder, Kreisverein Köln, die Linksjugend Solid NRW und heute noch ganz neu die Lobby für Mädchen aus Köln. Herzlich willkommen. Ja, und als Vertreterin von Terre de Femmes möchte ich jetzt noch ganz kurz ein paar Worte zum diesjährigen Schwerpunktthema sagen, nämlich weibliche Genitalverstümmelung in Asien. Da legen wir dieses Jahr den Fokus drauf. Wir hatten noch gestern eine großartige Veranstaltung dazu. Ich werde jetzt wirklich nur ein paar Worte sagen. Also, was nicht so weit bekannt ist, ist, dass es FGM auch in Asien sehr viel gibt, verschiedene Formen der Praktiken in sehr vielen Ländern, auch weit verbreitet. Und auf internationale Bemühungen, da auf eine Abschaffung hinzudrängen, wird jetzt mit dem Phänomen der sogenannten Medikalisierung reagiert. Das bedeutet, dass diese Eingriffe dann im Krankenhaus von medizinischem Fachpersonal, teils unter Narkose, eben mit sterilen Instrumenten stattfinden. Da ist Indonesien zum Beispiel ein ganz anschauliches Beispiel. Da gibt es dann sogenannte Geburtspakete. Da kann man dann als Eltern, wenn das Kind geboren wurde, also gleich Impfung, Ohrenpiecing und dann eben noch die FGM mitkaufen. Ja, und im ersten Moment stellt man fest, na, das hat dann tatsächlich weniger Komplikationen, ist ja steril, führt aber dann leider dazu, dass das natürlich verharmlost wird. Das heißt, es wird im Krankenhaus gemacht, dann ist das nicht mehr so schlimm, denkt man. Und das führt dazu, dass sich dieses Selbstverständnis von FGM einfach vollkommen in das gesellschaftliche Bewusstsein eingräbt. Und wie wir gestern auch gelernt haben, die Zahlen der FGM sogar ansteigen, weil es ist ja jetzt sicher, es ist ja nichts Gefährliches mehr. Man kann ja sein Mädchen ruhig bei der Geburt dieser OP unterziehen. Wir hören gleich von der Expertin noch mehr dazu.
Und was dann eben passiert, wie wir das jetzt in einigen Ländern beobachten, das hat mich auch sehr stark daran erinnert oder denken lassen, was wir hier mit der medikalisierten jungen Genitalverstümmelung nämlich in Deutschland haben. Da ist es ja genau der gleiche Fall. Da heißt es dann auch oft, naja, aber das machen wir doch im Krankenhaus, macht doch der Arzt, das ist doch alles nicht so schlimm, es ist doch in Ordnung. Ja, das sind Sätze, die wir leider alle hier sehr gut kennen. Und gerade unser Verein Terre des Femmes hat sich jetzt da auch wieder ganz, ich will nicht sagen neu, aber nochmal mit sehr viel Nachdruck positioniert mit einem neuen Positionspapier zur jungen Beschneidung. Man kann es auf der Website auch in voller Länge abrufen für Interessierte. Und wir versuchen in diesem Papier eine Antwort zu geben auf eine Streitfrage, mit der oft versucht wird, einen Keil zwischen Organisation und Aktivisten zu schieben. Man sagt dann, naja, aber ist denn das nicht was ganz Unterschiedliches, ob ich jetzt ein Mädchen beschneide oder einen Jungen? Das kann man doch gar nicht vergleichen. Da haben wir als Terre des Femmes jetzt eine Antwort darauf und wir sagen, ja, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Es ist nämlich jede einzelne Genitalverstümmelung individuell jedes Mal wieder für sich stehen. Das wird jedes Mal ein anderer Mensch verletzt, das passiert jedes Mal wieder etwas anderes. Und wir von Terre des Femmes haben hier eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung. Es kommt nicht darauf an, ob ein Arzt vorher betäubt hat, ob ich viel wegschneide oder wenig. Das ist überhaupt nicht der Punkt. FGM muss auf der ganzen Welt in jeder Form abgeschafft werden. Und genauso sehen wir das bei Terre des Femmes eben auch bei der Genitalverstümmelung von Jungs und bei diesen Eingriffen an intersexuellen Kindern. Und deswegen haben wir, ich zitiere es jetzt aus unserem Positionspapier, mal ein paar Gemeinsamkeiten aller dieser Operationen zusammengestellt. Achtung, das ist jetzt die Antwort auf die Vergleichbarkeit. Also Gemeinsamkeiten von allen medizinisch nicht indizierten Verletzungen der Genitalien von Mädchen, Jungen und intersexuell geborenen Kindern nennt Terre des Femmes: Verletzung der Menschenrechte, Verletzung der Kinderrechte, Träger patriarchaler Strukturen, irreversible Veränderung des Körpers, Veränderung des sexuellen Empfindens, Verursachung von körperlichem und seelischem Schmerz, gesundheitliches Risiko und Eingriff in das Recht auf Selbstbestimmung. Und ich möchte jetzt schließen mit einem kurzen Zitat noch aus unserem Positionspapier. Terre des Femmes geht davon aus, dass Kinderschutz nur erreicht werden kann, wenn er für alle Kinder gilt. Der Schutz von Mädchen und Frauen vor FGM kann nur dann Realität werden, wenn Kinderrechte nicht mehr relativierbar sind, auch nicht nach Geschlecht. Der Kampf um das Recht auf körperliche, genitale und sexuelle Selbstbestimmung aller Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir nur alle gemeinsam bewältigen können. Nur wenn wir alle betroffenen Gruppen einbeziehen, lässt sich unser Ziel verwirklichen, eines Tages allen Menschen ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. So, und alle anderen weiteren Themenfelder überlasse ich jetzt meinen Folgerednerinnen und Rednern. Vielen Dank.